Prinzessin Savitri aus dem Königreich Madra war so gütig, brillant und klug wie der Sonnengott, nach dem sie benannt wurde. Ihre Anmut war im ganzen Land bekannt und viele mächtige Prinzen und reiche Kaufleute strömten zum Palast ihrer Familie, um ihre Hand anzuhalten. Aber als sie ihre blendende Erscheinung erblickten, verloren die Männer die Fassung. Unbeeindruckt von den Verehrern beschloss die Prinzessin selbst, einen Ehemann zu finden. Auf ihrem goldenen Wagen reiste sie durch weitläufige Wüsten, glitzernde Städte und verschneite Gebirge und wies dabei viele Männer ab. Schließlich begab sich Savitri tief in den Dschungel, wo sie einen jungen Mann beim Holzhacken traf. Sein Name war Satyavan und wie sie liebte auch er den stillen Wald. Aber die Prinzessin sah, dass etwas nicht stimmte. Nach stundenlangem Gespräch erzählte Satyavan ihr von seiner Notlage. Seine Eltern waren einst reiche Herrscher gewesen, bis sein Vater geblendet und gewaltsam gestürzt wurde. Fortan arbeitete Satyavan unermüdlich, um ihr karges neues Leben mit ihm zu bestreiten. Seine Entschlossenheit und Hingabe rührten die Prinzessin. Als sie in seine Augen blickte, wusste sie, dass sie endlich einen ebenbürtigen Mann gefunden hatte. Savitri eilte nach Hause, um ihrem Vater die gute Nachricht mitzuteilen, aber der unterhielt sich mit Narada, einem reisenden Gelehrten und weisesten Boten der Götter. Zuerst war ihr Vater begeistert, als er von Satyavan erfuhr, aber Narada enthüllte eine tragische Prophezeiung. Ihr Verlobter hatte nur noch 1 Jahr zu leben. Savitri gefror das Blut in den Adern. Sie hatte so lange darauf gewartet, ihren Partner zu finden. War sie jetzt schon dazu verdammt, ihn wieder zu verlieren? Das wollte die Prinzessin nicht akzeptieren. Sie schwor vor Narada, ihrer Familie und Savitri selbst, dass sie niemals einen anderen heiraten würde. Satyavan war ihre einzige wahre Liebe und ihre Schicksale waren für immer miteinander verwoben. Bewegt von ihren starken Worten, riet der Weise der Prinzessin zu einer uralten spirituellen Kur. Mit regelmäßigen Gebeten, Fasten und der Zubereitung spezieller Kräuter und Pflanzen könne sie Satyavans Leben verlängern. Nach einer schlichten Hochzeit kehrte das Paar in den Dschungel zurück, um nach den Anweisungen des Gelehrten zu leben. Das bescheidene Leben war nicht mit ihrer üppigen Kindheit zu vergleichen, aber miteinander waren sie glücklich. 1 Jahr verging und der schicksalhafte Tag kam. An ihrem ersten Hochzeitstag war die Sonne fürchterlich heiß und Satyavans Stirn begann zu brennen. Savitri hatte kaum Zeit, ihn in den Schatten zu ziehen, bevor er reglos und kalt wurde. Durch ihre Tränen hindurch sah die Prinzessin eine riesige Gestalt am Horizont. Es war Yamraj, der Gott des Todes, der gekommen war, um Satyavans Seele ins Jenseits zu geleiten. Aber Savitri wollte noch nicht aufgeben. Sie folgte dem Gott stundenlang in der prallen Sonne. Yamraj herrschte die Prinzessin an, ihn in Ruhe zu lassen. Doch selbst als ihre Füße bluteten und ihre Kehle brannte, wollte Savitri nicht umkehren. Schließlich hielt Yamraj inne. Er gewährte ihr als Belohnung für ihre Beharrlichkeit einen Wunsch, aber sie durfte nicht das Leben ihres Mannes erbitten. Ohne zu zögern bat Savitri den Gott, ihrem Schwiegervater das Augenlicht wiederzugeben. Der Wunsch wurde erfüllt und Yamraj schritt weiter. Aber immer noch hallten Savitris Schritte hinter ihm. Verärgert erfüllte der Gott ihr einen zweiten Wunsch. Diesmal bat sie darum, dass Satyavans Königreich wiederhergestellt werden solle. Wieder wurde der Wunsch erfüllt und Yamraj begann den Abstieg in sein unterirdisches Reich. Doch als er zurückblickte, sah er zu seinem Erstaunen die erschöpfte Prinzessin hinter sich wanken. Er hatte noch nie eine solche Hingabe an einen Toten gesehen und er ehrte sie mit einem letzten Wunsch. Savitri wünschte sich, die Mutter von vielen Kindern zu werden. Der Gott stimmte zu und winkte, um sie fortzuschicken. Doch die Prinzessin wiederholte nur das Gelübde, das sie 1 Jahr zuvor abgelegt hatte. Ihr Schicksal war für immer mit Satyavan verwoben. Wie sollte sie viele Kinder gebären, wenn Yamraj ihren Mann nicht zurückgeben würde? Als er diese clevere Frage hörte, gab der Gott nach, denn er wusste, dass er geschlagen worden war.
Mit Yamrajs Segen und Respekt wurde Satyavan zu Savitri zurückgebracht und die beiden kehrten ins Land der Lebenden zurück, vereint in einer Liebe, die nicht einmal der Tod zerstören konnte. Bereit, noch mehr zu lernen? Sieh dir diese Videos an, um entweder zu hinterfragen, was du zu wissen glaubst, oder mehr darüber zu erfahren, was du noch nicht weißt. Abonniere unseren Kanal und bleib neugierig.